Hallo liebe Hühnerfreunde und herzlich willkommen zum Hühnertipp. Ja, in meinem letzten Hühnertipp habe ich euch ja etwas erzählt über Futterspender und Futtertröge. Heute will ich nochmal auf die Futtertröge eingehen und in einem alten Hühnerbuch von 1938 bin ich da auf ein Foto aufmerksam geworden, das so einen Futtertrog auf einem Holzgestell, also auf Beinen zeigt. Und wie ihr seht, habe ich das mal ein bisschen nachgebaut. Und auch im Internet habe ich einen Händler gefunden, der sowas schon fertig verkauft. Allerdings sind die Dinger dann ziemlich teuer und pro Futtertrog hat mich die Umrüstung nur 3 Euro gekostet. Alles, was man dazu braucht, sind 2 x 2 Meter Dachlatten und ein paar Schrauben und vielleicht ein paar Metallwinkel. Und das Ding kann wirklich jeder selbst nachbauen. Mein erstes Modell war dieses hier. Das ist ein Futtertrog für ausgewachsene Hennen. Und da habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass ich ja eigentlich nur Zwerghühner bis auf eine große Henne halte. Und da mussten sich die Hennen hier regelrecht den Hals verbiegen und kamen gar nicht richtig an das Futter ran. Und dann habe ich natürlich gleich den zweiten gebaut. Das ist hier ein Futtertrog für Junghennen und da kommen die Hühner richtig gut ran. Ich filme das nochmal von der Seite, damit ihr ungefähr seht, wie das Ding konstruiert ist. Ich denke, da kann jeder sich so selber ein Ding nachbauen, ist relativ einfach. Jo, aber genug geredet. Die Hühner haben Hunger und dann wollen wir mal ein bisschen Futter holen. Na komm. Na komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, also mir hat das richtig Spaß gemacht, so einen Futtertrog auf Beine zu setzen. Das hat mich 3 Euro ungefähr gekostet, noch nicht mal eine halbe Stunde Zeit. Und der Vorteil ist hier auch unmittelbar sichtbar. Man sieht ja, ich habe hier im Auslauf ganz viel Stroh und das Ding versinkt nicht in dem Einstreu und das Futter verdreckt nicht. Und man könnte so einen Futterspender ja auch viel höher setzen, wenn man möchte. Die Hühner hopsen dann rauf und kommen an das Futter. Wenn man mit einem Futtertrog füttert, dann ist das eher für die kontrollierte Fütterung jeden Tag gedacht. Also ein Futtervorrat in dem Sinne ist ja hier nicht drin. Das hat aber den Vorteil, dass man die Tiere genau beobachten kann beim Fressen und die Hühner kriegen auch nur das, was sie sollen. Also sie überfressen sich nicht, werden faul, das gibt es ja auch. Ja, ansonsten kann man natürlich sagen, das Ding ist ja ganz schön riesig, aber die Hühner nutzen auch den Platz unter dem Futtertrog und scharren dann darunter. Und nachteilig ist natürlich, dass das Ding relativ schlecht zu reinigen ist. Ja? Wenn man mal von dem täglichen Aufwand absieht, ist das noch so ein Punkt, wo ich sagen würde, naja, sieht vielleicht irgendwann ein bisschen unappetitlich aus und ist dann wirklich schwer zu reinigen. Aber ich denke so, um mal eine Zeit lang die Tiere genauer zu beobachten, ist das nicht schlecht. Ich werde mal schauen, ob ich langfristig so weiter füttere oder ob ich das Ding eher nehme, um Geflügelgritt anzubieten oder so Muschelschalen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns hier bald wieder. Bis bald. Tschüss.